Während unseres Sommerurlaubs 2018 bot der Verkehrsverein eine Informationsveranstaltung zur Rittnerbahn an. Treffpunkt war der Bahnhof Klobenstein. Wir hatten Glück. Einer der historischen Triebwagen war am frühen Morgen schon in den Regelbetrieb eingebunden. Bei gutem Wetter übernehmen die Oldtimer 1 oder 2 Fahrten am Tag, damit sie nicht einrosten, sagt man. Wir waren überrascht, wie viele dieser historischen Fahrzeuge noch existieren. Unser Alliotz, mit dem wir gekommen sind, hielt gleich neben diesem Oldtimer aus dem Jahre 1908. Er wurde von der Grazer Waggonfabrik gebaut. Eine Handspindelbremse und eine elektrische Widerstandsbremse halten seine insgesamt 80 PS in Zaum. Während die Urlauber einstiegen, um Richtung Oberbozen zu fahren, schauten wir uns den Fuhrpark an. Auch der Vierachser Nummer 2 wird fahrplanmäßig eingesetzt. Dieses kleine, knuffige Kraftpaket ist eine der beiden Zahnradloks. Bis 1966 schoben sie die Bozener Straßenbahnwagen den Berg hinauf. Die beiden Fahrmotore leisten jeweils 150 PS. 2 voneinander unabhängige Handspindelbremsen, eine elektrische Widerstandsbremse und 2 Notbremsen sorgten für die nötige Sicherheit am Berg. Nur einmal hat es nicht gepasst. Im Dezember 1964 verunglückte ein überfüllter Zug nach einem Stromausfall, vermutlich infolge Netzüberlastung. Damals war die Seilbahn im Bau mit viel zusätzlichem Güterverkehr. 4 Tote und 58 teils schwer Verletzte waren zu beklagen. Die Straßenbahn begann am Walterplatz. Ab dem Rittner Bahnhof, etwa da, wo heute die Talstation der Seilbahn steht, schob dann die Zahnradlok den Wagen und oft auch noch einen Güterwagen den Berg hinauf bis Maria Himmelfahrt. Von dort ging es dann weiter im Adhäsionsbetrieb nach Klobenstein. Bahnhof, Fahrzeug und Ambiente im Jugendstil vom Feinsten. Aushilfe gesucht. Und das ist Martin Breu, der Maschinist, wie hier die Lokführer genannt werden. Er führte die italienischsprachige Gruppe. Als Kind war er mit den Eltern oft auf Urlaub am Ritten und von der Bahn fasziniert. Als junger Mann beschloss er dann, für immer zu bleiben, der Liebe, nicht nur der, zu den alten, teakholzbeplankten Fahrzeugen wegen. Und noch ein Oldtimer gab sich die Ehre. Sie mal schnell was fragen. Der Stock als Stativ, finde ich gut. Ist das Eigenbau oder gibt es das? Das gibt's. In der Fahrzeughalle wartet dieser Drogener auf die Aufarbeitung. Er stammt von der Lokalbahn St. Gallen-Drogen.
Seine Kollegen, einer fährt gerade ein, die Wagen Nummer 21 und 24 sind schon im Plandienst. Sie wurden 1975 bzw. 1977 von der Fahrzeugfabrik Altenrhein in die Schweiz geliefert. Die 4 Motoren haben eine Leistung von jeweils ca. 85 PS. Keine Angst, es brennt nicht. Es ist 12 Uhr und so allmählich werden die Bahnschätze wieder in den Schuppen rangiert. Nee, ich bin schon 19 Jahre schon mal hier hoch gefahren. Da haben wir noch Bilder mit den Kindern. Das ist immer die Wohnung an, ja. Und da waren wir immer, als wir dann mal wieder hier oben waren, etwas enttäuscht. Als dann nur noch die Bahn. Ja, dann bekam aber gesagt, die fahren dann zwischen 10 und 12 fahren die noch. Die 2 große. Ja, es wird angedacht, aber andenken heißt noch lange nicht, dass das irgendwann durchgeführt wird. Aber Bus ist schwierig. Ja. Andere Stationen gingen schon, da war es kein Problem. Und mit der Nachfahrt, da fällt die Sicherungsanlage in Lichtenstein. Ach so. Dass man 2 Züge hintereinander in eine Richtung. Vorsicht! Ja, weil er die hier ranfahren will. Hier ranfahren. Durchfahren. Weil er die andere Richtung fährt, aber das kommt nicht so. Interesse al terreno, no? Die alten Schätzchen, die sollte dann die Bahnhof, das ist Samstag geschlossen. Haben Sie denn jetzt alles draufgekriegt, was Sie wollten? Fast ja, ich habe nicht das geredet. Richtung Geierhof. Noch schnell die Rettencard registriert und weiter geht's nach Oberbozen. Die Kreuzungsstation Lichtenstern ist erreicht und es wird Zeit, das geniale Zugsicherungssystem zu erklären. Bis hierher fuhr ein Maschinist mit gelber Warnweste den Zug.
Jetzt übernimmt ein Kollege mit roter Weste und fährt unseren Zug weiter. Der andere, der gelbe, fährt dessen Zug nach Globenstein. Wenn Sie das hier geschafft haben. Wenn Sie das hier geschafft haben. Ja, hier ist ja gar nichts. Da kann ich ja 1000 Mal fahren. Das ist ja so gut voll haben. Durch, oder? Der Schlenn grüßt von fern. So, danke. Volt Gleichstrom liegen am Fahrdraht der meterspurigen Bahn an. Anfang des letzten Jahrhunderts erfasste den gesamten Alpenraum eine wahre Bahnbau-Euphorie. Überall, wo Begeisterung und Geld zueinander fanden, entstanden Bergbahnen. Eine höher, steiler und spektakulärer als die andere. Die Rittner sollte sogar aufs Horn führen. Unser Alliot hat eine bewegte Geschichte, die dazu passt. Er wurde 1910 von der Nesseldorfer Waggonbaufabrik in Mähren an die Demolo-Fondo-Mendelbahn in der heutigen Provinz Trient geliefert. Die elektrische Ausrüstung stammt von der Elektrizitätsgesellschaft Alliot in Basel. Die Mendelbahn ist eine von vielen Schmalspurbahnen zwischen Brenner und Gardasee. Nur wenige haben den Zweiten Weltkrieg überstanden. Näheres erklärt uns Klaus Demar, Mitglied im Rittner Bahnkomitee. Mussolini hat ja in diesen 30er Jahren in Afrika einen Krieg geführt, in Äthiopien, Eritrea, wollte dort seine Kolonien verteidigen und hat die Gleise von der Nons-Bergbahn abgebaut und dort wieder aufgebaut, weil sie Feldbahnen gebraucht haben als Nachschub. Also diese Gleise, ob sie heute noch liegen, weiß ich nicht, aber die kamen da dann gleich weg. Dieser Wagen kam also 1937, kurz bevor alles verschrottet wurde, auf den Ritten, wurde einmal heraufgeschoben mit einer Zahnradlok, viel schwerer vom Gewicht her, mit 2 Motoren, die schon ausgebaut waren. Er hatte ursprünglich 4 Motoren, 3 verschiedene Bremssysteme, weil die Steigung vom Mendelpass runter bis Fondo sehr, sehr steil war. Und der Wagen war dann geplant und auch eingesetzt als Verstärkungsfahrzeug zwischen Maria Himmelfahrt und Globenstein. Also nur auf der oberen Strecke. Und es ist nicht überliefert, ob er irgendwann einmal wieder nach Bozen kam, in die Werkstatt, oder ob man diese kleinen Arbeiten in Himmelfahrt draußen in den Schuppen, den wir dann nachher anschauen, wo es auch eine kleine Grube gibt für die Zahnradloks, ob der dort repariert worden ist, wenn was gefehlt hat. Aber vielleicht hat auch nie was gefehlt, er machte sehr wenige Kilometer. 1938, 1939
waren Jahre, wo am Ritten ganz viele Italiener in der Sommerfrische waren und da hat dieser Wagen dann die Verstärkungsfahrten gemacht, auch Abendfahrten zwischen Oberbozen und Klobenstein. Da war also auch Betrieb, so wie heute, bis 23 Uhr, aber nur in wenigen Wochen im Sommer. Dann mit dem Ersten Weltkrieg hat dieser Sommertourismus wieder nachgelassen, der Wagen war abgestellt, beziehungsweise nahm man ihn her für Güterzüge. Es wurde sehr viel Holz geschlägert am Ritt. Man hatte 2 Güterwagen mit einer langen Kupplung verbunden, sodass man Langholz aufladen konnte. Und da war der Wagen gerade recht. Der führte also das von Klobenstein oder von Lichtenstern oder von Wolfsgruben bis Himmelfahrt und dann übernahmen diese schweren Holzzüge die Zahnradloks. Dann stand der Wagen wieder lang herum. Man überlegte schon, ihn auch zu verschrotten, aber eigentlich stand er nicht im Weg und dann wurde er für Fahrten eingesetzt auf der Strecke, wo die Arbeiter dann in Lichtenstern diesen Wagen auf dem 2. Gleis hatten und dann da drin aßen und die Mittagspause verbrachten während den Arbeiten. Also er wurde eher nicht mehr gepflegt. Und es gibt eine interessante Liste aus dem Jahr 1966, wo die Zahnradbahn eingestellt worden ist. Da sind die Werte, die gesamten Werte der Rittnerbahn aufgelistet. Ein Zweiachser hatte zum Beispiel damals einen Wert von 400 Lire, aber das darf man nicht vergleichen jetzt mit den letzten Lire, bevor der Euro eingeführt worden ist. Ein Vierachser hatte einen Wert von 800 Lire. Dieser Wagen hatte einen Wert von 28 Lire. So minder hat man den eingeschätzt, der war eigentlich total verlottert. Ein Bus hatte damals einen Wert von 13.000 Lire im Vergleich. 28 Lire und 13.000 Lire. Aber es war die Zeit, wo die Busse einfach ganz wichtig waren und so altes Eisen, alte Bahnen nicht wichtig waren. Inzwischen weiß man den Wert dieses Fahrzeuges. Es wird sehr gepflegt, sehr geschätzt und stellt eines der 2 wichtigen historischen Fahrzeuge dar, die hoffentlich oder weiterhin auch täglich eingesetzt werden, um 10:10 Uhr und um 11:10 Uhr ab Oberbozen. Also entweder der oder der Vierachser, der in Klobenstein steht. Außerdem, dieses Fahrzeug hat als einziges von den Altfahrzeugen eine Genehmigung, die länger geht. Die 3 anderen Fahrzeuge mit der Handspindelbremse und der Motorbremse, die haben für heuer eine Sondergenehmigung. Hat man lange gekämpft im letzten Winter und für nächstes Jahr muss man schauen, wie das weitergeht. Es gibt einen neuen Chef der Zulassungsbehörde in Bozen, das ist also regionale Zuständigkeit durch die Autonomie. Der alte Ingenieur hat das angeschaut und gesagt, passt, Buben, passt auf bei der Fahrt mit den alten Wagen, also gebt Acht, seid vorsichtig. Und der neue, junge Ingenieur, der sagt, na, mit den Bremsen, na, Handspindelbremse, da braucht man 30 Meter, bis der Wagen steht, wenn man abwärts fährt von Lichtenstern. Das geht nicht. Der hat wenigstens eine Luftsaugbremse, die ziemlich gut wirkt. Jetzt müssen wir schauen, wir sind dabei, das zu klären. Es könnte sein, dass ab nächsten Sommer 3 Wagen nicht mehr fahren dürfen. Das wäre natürlich ein großer Fehler, ein großer Schaden für die Rittnerbahn. Wir sind guter Dinge. Es gibt andere Bahnen, die fahren auch mit historischen Wagen. Jetzt, der Italiener erkennt nicht an, wenn in Wien alte Fahrzeuge fahren, wenn in Berlin vielleicht ein altes Fahrzeug fährt, Frankreich vielleicht noch, das ist noch ein romanisches Volk. Der Italiener erkennt dann was an, wenn in Italien irgendwo so etwas fährt. Und Gott sei Dank gibt es in Turin ein Straßenbahnfahrzeug, ähnliche Bauweise wie die Wagen, auch nur mit Handspindelbremse und Motorbremse und da könnte ein Weg hingehen. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Bei unserem Besuch 2025 mussten wir erfahren, dass seit Jahresbeginn die alten Triebfahrzeuge nur noch bei Sonderfahrten zum Einsatz kommen dürfen. Auch zu den Bahnbauten, wie hier der neuen Fahrzeughalle, wusste Klaus Demar Interessantes zu berichten. Vorher stand eine zweigleisige Halle hier und zwar war das ursprünglich überhaupt keine Halle in Oberbozen. Es gab in Bozen eine und in Klobenstein, wie ich schon erzählt habe. Erst 1966, als die Zahnradbahn dann eingestellt wurde, hat man mit der Zahnradbahn die Halle in Bozen abgebaut, die Wagenhalle, nicht die Zahnradlokomotivenhalle, die steht heute noch, hat sie heraufgeführt und hier oben wieder aufgebaut. Es war gedacht für einige Jahre, maximal ein Jahrzehnt. Und dann hätte sollen die Bahn sowieso wegkommen
Und dann wäre hier dieser schöne Grund mitten im Ort natürlich ein wertvoller Baugrund gewesen. Provisorien dauern meistens länger, als man glaubt. Auch dieses Provisorium hat dann einige Jahrzehnte überstanden, bis es so weit war, dass man gesagt hat, jetzt geht es nicht mehr. Die Züge haben nicht mehr Platz, die Arbeitsbedingungen sind so schlecht, nicht geheizt, nicht gekühlt im Sommer. So hat man also ein Projekt in Auftrag gegeben und hat versucht, diese Halle dem Ensemble anzupassen, diesem Jugendstilbahnhof, dem Hotel Holzner. Und ich muss sagen, in unseren Augen einigermaßen gelungen. Das Gebäude wirkt für seine Größe nicht aufnehmen, aber wenn man reinfährt, die Straße macht, das wird zwar schon eine sehr lange Halle, aber nicht übermäßig riesig. Und jetzt den Platz, 3 Gleise, wird ein Fortsetzungsgleis, wo man die Trägerstelle, in diesen Teil, den hinteren Teil, den man ausbinden kann, den Zug kann man hineinschieben und da drinnen dann die Maschine noch viel besser bearbeiten. Also man kann jetzt gut arbeiten. Immer ein schönes, von jedem Eisenbahnfreund denke ich, ein schönes Gefühl, wenn aus dem Bahnhof ein Zug ein- oder ausfällt. Immer ein Erlebnis. Wenn Züge nur stehen oder ein leerer Bahnhof, das bringt es nicht. Ja, die Halle passt also für diese Arbeiten, die heute zu tun sind, auch für die Trogener Wagen. Man hat also in diesem Gleis, drüben sehen wir es dann, diese 8 großen roten Ständer, die unten hineinfahren und dann kann man den ganzen Wagenkasten aufheben, von beiden zugleich, also von der Garnitur, die fix zusammengekuppelt sind, hochheben und dann unten drinnen eben arbeiten, die Trägerstelle herausführen und Revisions- oder Reparaturarbeiten eben durchführen. Ja, es gibt eine Menge zu tun, nicht nur an den betagten Wagen. Und manches muss komplett ausgetauscht werden. Nicht vorbeigehen, Esslinger Wagen, der stammt aus der Gegend von Stuttgart, Esslingen, Ellingen, Lenkendorf, das ist die Überlandstraßenbahn. Die Esslinger Triebwagen gelten als Retter der Rittnerbahn, denn Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ging es mit der Rittnerbahn bergab. Man dachte an Demontage und den Einsatz von Bussen nach. Doch der Bau der Fahrstraße hinunter nach Bozen verzögerte sich immer wieder. In den Fahrzeugen der württembergischen Überlandstraßenbahn fand man einen damals modernen Ersatz für die alten Züge. Versammlungsraum, Hygieneräume, also alles hier für die Angestellten. Es sind 4 Angestellte, die die Bahn pflegen. Interessiert sich ein bisschen, die anderen 2 machen das, was der Meister sagt. Das ist zu tun, das ist zu tun. Wie geht das? Man erklärt das. Wir müssen schauen, wie der Betrieb weiterläuft und der Chef funktioniert. Es schaut nicht gut aus und es ist ganz schwierig, junge Leute zu kriegen. Die Interesse haben, die Freude haben, der Gehalt ist leider nicht sehr hoch, die Arbeit ist dreckig, man hat schwierige Hände mit den Fahrzeugen. Man muss alles können, mit Holz arbeiten, man muss mit Metall arbeiten, mit Strom muss man per Du sein, mit Maschinen, mit alten Maschinen arbeiten können.
Der Alliot wurde wieder hervorgeholt und es ging weiter nach Maria Himmelfahrt. Ein passender Name für die Sommersiedlung der wohlhabenden Bozener. Mit Kind und Kegel zogen sie alljährlich für etwa 10 Wochen hierher, um in der der Schwüle der rund 1000 Meter tiefer unten im Talkessel liegenden Stadt zu entfliehen. Nur wenige Dutzend Familien konnten sich hier oben ein Anwesen leisten. Heute ein Privileg, das nur durch Geburt oder Heirat weitergegeben werden kann. Unter der Woche gingen die Männer dann ihren Geschäften dort unten nach. In der immer hektischer werdenden Nachkriegszeit wurde allerdings die 45-minütige Fahrzeit zum Problem. Eine Seilbahn musste her. Das Ende der Zahnradbahn war eingeläutet. So. Und wie bei Eisenbahnromantik oft zu sehen, gab es sogar eine Scheinanfahrt. Von wegen Scheinanfahrt. Unser Zug musste dem modernen fahrplanmäßigen Triebwagen Platz machen. Dass sie überhaupt noch fahren, ist Menschen wie dem inzwischen verstorbenen Martin Turtschenthaler zu verdanken, die sich seinerzeit für den Erhalt wenigstens der Flachstrecke eingesetzt haben. Und in vielen Gesprächen schwang die Frage mit, ob es nicht besser gewesen wäre, die Zahnradstrecke zu erhalten. Mit meiner Frau waren wir Pyrenäen gefahren und mit einer Zahnradbahn gefahren in den Pyrenäen, die mit 27 Stundenkilometer, ich fotografiert den Tacho, fuhr. Die wäre also schneller. Heute, man wäre schneller von Bozen mit einer modernen Zahnradbahn als mit dieser Seilbahn. Und dann öffnete Martin Breu das Tor zur Schatzkammer. Dieses Vehikel hier ist unser Turmwagen für die Oberleitungsreparaturen. So, jetzt nicht wundern, das ist die Rumpelkammer. Da kommt alles rein, was wir nicht unbedingt brauchen. Der Wagen hier hat auch eine ganz interessante Geschichte, weil der ist nicht original Retrobahn.
Der Wagen selber ist gleich wie der Aliot, ist für die Thermolo-Fondo-Mendelbahn gebaut worden als Güterwagen. Und dieser Aufbau, dieser Turmaufbau, der ist von der Bozner Straßenbahn. In Bozen gab es bis 1948 eine Straßenbahn und die hatten eben diesen Turmwagen, dieses Gestell. Man sieht es ganz deutlich bei dem Wagen, der hat gewisse bauliche Unterschiede, ist viel leichter gebaut, keine Bremsvorrichtung fürs Zahnrad. Wir nehmen den für die Oberleitung zu richten, falls irgendwas ist, halboffiziell. Diskussion, CE-Zeichen. Und der Hinterwagen, der geschlossene Güterwagen, der dient so mal als Abstell oder als Magazin auch. Der ist voll Ersatzteile für den deutschen, für den Schweizer, Stuttgarter Triebwagen. Ach so. Da sind die ganzen Sachen drin, die Ersatzteile. Die Halle hier ist nicht ganz mehr original. Sie steht zwar unter Denkmalschutz, wie das gesamte Dorf Maria Himmelfahrt. Bei den letzten Umbauarbeiten der 2000er Jahre war vorgesehen, hier eine doppelte Remise zu bauen. Das hat aber das Denkmalamt nicht zugelassen, weil dies einfach charakteristisch für das ganze Dorf ist, dieses Ensemble. Maria Himmelfahrt steht unter Ensemble-Denkmalschutz. Das darf nicht verändert werden. Und zum Schluss bleibt dann noch die Frage, Wo ging die Zahnradtrasse? Sie sehen diese Bäume hier. Ruhe. Sie sehen diese Bäume hier. Hier war noch eine Weiche, wo wir jetzt stehen. Zu questo punto c'è ancora un scambio. Auf der rechten Seite, wo die Bäume stehen, da war das Sicherheitsgleis. Da war ein Abstellgleis, das zur Sicherheit diente, falls ein Wagen wegrollt. Links, wo dieser Zaun geht, etwas links vom Zaun ging die alte Zahnradtrasse runter. Etwa wo der letzte Baum ist, da war ein Stück weiter heroben, war die Einfädelung in die Zahnradtrasse und dann ging es über diese Wiesen hinunter. Leichte Schlangenlinien, man sieht auf der Wiese noch so gewisse Stützmauern, da gingen die drüber und dann da unten an dem Wald sehen Sie dann noch, wo die Bäume ein bisschen weiter auseinander stehen, da ging es rein in die Zahnradtrasse. Ab da ist die Zahnradtrasse auch begehbar noch, allerdings wie gesagt, es ist etwas schweißtreibend. schweißtreibend ist für heuer dann doch nicht das Richtige. Und so bleibt es beim augenzwinkernd abgegebenen Versprechen, das im nächsten Urlaub auf den Bretten anzugehen. Und für heute mit einem Gruppenfoto die Erinnerung an eine informative, spannende Reise in Vergangenheit und Gegenwart des Rittner Bandl zu bewahren.